Das Cobot-Schweißen ist schnell, flexibel und wirtschaftlich. Ein System, geschaffen für die Automatisierung von kleinen und mittleren Serien. Auf der Euroblech 2022 präsentierte der Schweißtechnikhersteller Lorch seine Weiterentwicklungen im Cobot-Schweißen. Wir haben Neuheiten hier, die auch schon im Produkt inkludiert sind, die wir zeigen. Und zwar am Cobot im Moment, auf der E-Serie, haben wir Funktionen, die wir über das Jahr weiterentwickelt haben. Quick Points, um ganz schnell mit dem Multifunktionsflansch, den wir hier neu mit reingemacht haben, dann auch die Punkte direkt am Flansch zu teachen und auch alle Schweißbefehle mit reinzunehmen. Der Kunde muss jetzt dann nicht mehr hin und her wechseln zwischen dem Teach Pendant und dem Roboter, wenn er die Positionierung gemacht hat des Brenners, sondern hat wirklich einen einzigen Klick und schon ist der Programmablauf Stück für Stück aufgebaut. Und so muss man nicht hin und her wechseln, hat innerhalb von Sekunden ein komplettes Programm und das ist einfach auch sehr, sehr viel angenehmer im Teachen. Das macht das Roboterprogrammieren noch viel spannender. Es gibt aber noch mehr Besonderheiten. Ganz genau, wir haben noch eine Funktion, die wir gerne Smart Copy nennen. Und da ist es dann möglich, wenn man gerade ganz schnell ein Programm geteacht hat und ein Bauteil fertig hat, dieses Bauteilprogramm so oft man möchte im Arbeitsraum des Roboters zu kopieren, zu verschieben, entweder per Referenzpunkt oder per abgemessenem Maß. Das ist ja auf einem Systemtisch sehr einfach zu machen. Oder wir können es auch rotieren. Das macht dann vor allem Sinn, wenn man den Roboter in der Mitte notiert hat und dann mehrere Nester drumherum bedienen möchte. Und das macht es sehr, sehr einfach, weil man dann dieses Programm nicht mehrfach teachen muss, sondern sich eben dasselbe Programm auf die verschiedenen Positionen, wo man es gerade braucht, rüberschieben kann. Was ist noch neu am Cobot? Ich glaube, eine Neuigkeit wird vor allem die Schweißer freuen. Wir haben jetzt Cobot-Jobs auf dem Cobot im Programmiermodus direkt. Da kann man sich vielleicht nicht sofort darüber was vorstellen, aber wir nennen das gerne die Favoriten. Das heißt, wer seine Schweißprogrammparameter ideal eingestellt hat und diese Parameter wiederverwenden möchte oder sie vielleicht auch leicht verändert verwenden möchte oder sie einfach nur wiederfinden möchte, weil man ein paar Wochen später mit einem ähnlichen Material arbeitet, der kann jetzt mit den Cobot-Jobs die Sachen sowohl numerisch abspeichern als auch benennen nach eigenen Namen und man kann mit Tags auch das Ganze sehr schnell wieder auffindbar machen. Und so haben wir nicht nur die Möglichkeit geschaffen, hier die Programme sehr, sehr gut zu verwalten, sondern auch die jeweiligen Parametersätze des Cobots dazu, sodass die Schweißparameter voll im Griff des Schweißes sind. Er findet die Sachen schnell wieder, er kann sie schnell für sich adaptieren und hat immer die richtige Basis, worauf er arbeiten kann, bereit. Also es ist ja sichtbar, dass etwas anders ist. Was genau denn? Wir haben hier auch eine Linearachse mit dabei auf dem Messestand, die den Cobot auch trotzdem kollaborativ nutzbar lässt. Wir haben ja auch Aufwand getrieben, dass wir das so auch vorbereitet haben, dass wir keine zusätzliche Sicherheitstechnik brauchen, also keine Umhausung, keine Laserscanner, sondern die kann zusätzlich mit dem regulären kollaborativen Roboter verwendet werden und ermöglicht natürlich, den Arbeitsraum des Cobots deutlich zu erweitern. Wir haben hier jetzt gerade einen 2,40 Meter Tisch, aber damit sind bis zu 4 Meter vom Arbeitsraum des Cobots problemlos möglich. Entweder, wenn man sagt, man möchte mehrere Nester aufbauen auf einem Tisch oder wenn man wirklich auch lange Bauteile hat, wo lange Nähte zu schweißen sind, dann kann man das auch gerne mit dieser Achse machen. Und wir freuen uns, das hier als Neuheit schon mal anzukündigen und freuen uns, das nächstes Jahr dann auch auf den Markt zu bringen. Was ja auch schnell sichtbar ist, ist, dass wir hier auch eine Rauchabsauglösung direkt am Brenner montiert haben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch direkt an der Erstehungsstelle den Rauch direkt abzuziehen. Und das Ganze ist auch kompatibel mit all unseren Lorch Cobot LMR-Brennern, sodass man hier die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel keine Hallenabsaugung hat oder direkt einen Saugrüssel davor, direkt an der Erstehungsstelle den Rauch wieder auch abzunehmen. Die Behausung ist auch neu. Ganz genau. Also wir können jetzt auch anbieten für die Endkunden, die gerne den Cobot nicht in der offenen Lösung benutzen möchten, sondern tatsächlich das Ganze schon vormontiert in der Umhausung haben möchten, auch das anzubieten. Man sieht, es ist eine stabile Lösung, auch Zones Dach mit einer Rauchabsaugung, die dort dann direkt montiert werden kann. Und so ist auch nachher die CE ein Kinderspiel, weil alles, was man machen muss, ist die Absaugung und natürlich der Inbetriebnahmeaufwand ist deutlich geringer, wenn alles schon vormontiert kommt, eben hier mit Schweißtisch und mit allem inkludiert. Bezüglich des Lichtbogens gibt es auch Weiterentwicklungen. Ganz genau. Wir haben hier jetzt absichtlich auch die Umhausung da, weil wir sehr viele Sachen direkt aus Schweißen zeigen und viele von den Applikationen eben dann auch vor allem im Lichtbogen mehr Spaß machen, als es nur vorher zu sehen. Was wir jetzt hier zeigen, ist auch das Seam-Tracking. Das ist eine Möglichkeit, dass wir mit dem Lichtbogensignal der Stromquelle rausfinden, ob wir noch in unserer Naht sitzen und im Zweifel dann eben auch korrigieren können. Wenn wir jetzt hier mal die andere Seite dieses Blechs anschauen, merken wir, das ist wirklich nicht wirklich gerade. Wir haben da einige Biegungen drin und trotzdem schaffen wir es mit dem Seam-Tracking in der Nahtverfolgung zu bleiben. Und das macht es natürlich dann möglich, auch Teile auf dem Cobot zu fertigen, die sonst vorher das nicht möglich gemacht hätten, weil wir zu viele Toleranzen haben oder es einfach nicht gerade ist.